Herzlich willkommen zu den digitalen Theaterworkshops. Ich bin die Fabi von der Beyond Bühne, einem österreichischen Kinder- und Jugendtheater. Und zusammen mit 3 anderen Jugendtheatern aus Irland, Spanien und Norwegen haben wir diese Infovideos für euch als TheatermacherInnen oder JugendarbeiterInnen gemacht. Dieses Projekt ist von der Europäischen Kommission kofinanziert und enthält zusätzlich ein Booklet über die Theaterworkshops, das ihr auf unserer Homepage findet. Heute geht es um mentale Gesundheit mit Gregor Ruttner-Ficht, einem Theaterpädagogen und Bildungsgestalter. Viel Spaß! Hallo Gregor. Hey Fabi. Ich möchte heute mit dir über den Zusammenhang von kultureller Bildung und von Gesundheit und speziell psychischer Gesundheit reden. Meine erste Frage dazu wäre, wieso ist psychische Gesundheit im Moment gerade so relevant? Gibt es da irgendetwas, dass das untersucht wurde? Also prinzipiell ist es so, dass wir jetzt im Zuge der Corona-Pandemie generell uns mal mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen, weil das war davor immer so ein gegebenes Ding, dass wir in der Europäischen Union, wir sind halt gesund und wenn uns dann doch mal etwas passiert, dann haben wir ein Gesundheitssystem, auf das wir uns verlassen können. Es hat ja niemand mit einer Pandemie gerechnet und plötzlich ist das bestimmende Thema in allen Nachrichtensendungen und das schon jetzt seit mehreren Jahren. Das Thema psychische Gesundheit sticht dann nochmal hervor, weil das eine Folgeerscheinung von der Pandemie ist, weil ja besonders zu Beginn der Pandemie, aber auch immer wieder zu späteren Zeitpunkten Lockdowns und Quarantänen eingesetzt wurden, um die Menschen zu isolieren. Und genau das hat dann zur Folge, dass die psychische Gesundheit mit einbezogen wird, man könnte auch sagen, angeschlagen wird. Und bei Kindern und Jugendlichen ist es dann natürlich besonders stark zu sehen, einfach aus dem Grund, dass sie noch nicht fertig entwickelt sind. Das heißt, auch ihre psychische Gesundheit, aber vor allem auch ihre Belastung ist einfach noch nicht vollends ausentwickelt. Und das hat den Grund, dass das Thema jetzt wieder aktuell ist. Und wenn du mich fragst nach Beforschungen oder so, es ist tatsächlich so, dass wirklich ab dem Tag 1, kann man sagen, der Lockdowns in Europa auch die verschiedenen Universitäten gesagt haben, wir untersuchen jetzt die Folgeerscheinungen. Das war sowohl in wirtschaftlichen Aspekten, wir schauen, wie sich das auf den Jobmarkt auswirkt, aber natürlich auch in gesundheitlichen Aspekten. Wir schauen zum Beispiel, was Vereinsamung alles bewirkt. Und das waren nicht nur begleitende Studien während der Lockdowns, sondern vor allem auch danach, Befragungen, die danach durchgeführt wurden. Und da gibt es in Österreich jetzt speziell eine ganz bekannte Studie, die die Medizinische Universität Wien gemeinsam mit der Donau-Universität Krems durchgeführt hat. Die aktuellsten überprüften Zahlen sind aus dem Frühjahr 2021, werden aber laufend ergänzt. Und aus diesen Zahlen wissen wir, dass mehr als jedes zweite Kind in Österreich von depressiven Symptomen belastet wird. Das zeigt sich ganz stark zum Beispiel im Bereich der Schlafstörungen. Aber, und das ist eigentlich die erschreckendste Zahl, 16% dieser Jugendlichen, die befragt wurden und repräsentativ ausgewählt waren, die haben mehrmals pro Woche suizidale Gedanken. Und wenn wir uns das jetzt in einem Klassenraum vorstellen, dann sind das 2 Kinder in einer Klasse. Und dann merkt man schon, okay, das Thema ist wirklich ein aktuelles, was auch sehr nahe ist und wirklich nicht ein spezielles Ding ist, wo man sagt, betrifft eine ganz kleine Gruppe, sondern das ist einfach ein Thema, da sind ganz viele betroffen. Und worauf ist das zurückzuführen, dass jetzt die Hälfte aller Kinder davon betroffen sind? Ja, das ist ganz wichtig, dass du das feststellst, dass eben die Hälfte ungefähr, also 56% betroffen sind. Das heißt ja umgekehrt, dass nicht alle betroffen sind. Dass ungefähr die Hälfte auch nicht betroffen ist. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Wir können jetzt nicht sagen, alle Kinder und Jugendlichen sind verloren oder wir hören aus den Medien oft den Begriff Generation Corona. Das ist ganz wichtig festzustellen, dass wir gezielt daran arbeiten können, aber uns bewusst machen, keine Pauschalisierungen vorzulegen. Warum das jetzt genau die Hälfte ungefähr ausmacht, liegt daran, dass Kinder und Jugendliche betroffen sind, die eine ähnliche Erfahrung von Vereinsamung in ihrer Vergangenheit schon gemacht haben. Und wenn sie sich jetzt dann in einer ähnlichen Situation befinden, wenn die Schulen geschlossen sind, wenn die Vereine, die Freizeitaktivitäten nicht geöffnet sind,
dann fehlt es ihnen an Resonanz. Und das bringt sie in diese Situation zurück. Und Resonanz ist essentiell für eine gesunde Entwicklung von Kindern zum Erwachsensein. Resonanz von Vertrauenspersonen und Vorbildern, aber auch Resonanz von Peers, also von Gleichaltrigen. Und da geht es auch darum, dass das nicht immer die gleichen Gruppen sind. Aber natürlich ist Schule jetzt als ein Umfeld ganz wichtig, wo alles auf einmal da ist. Das sind sowohl Gleichaltrige als auch Erwachsene, die außerhalb des Familienkontexts kommen. Und wenn wir jetzt an Lockdowns und Quarantänen zurückdenken, dann wissen wir, dass es ganz viele Familien gab, wo die Kinder zwar monatelang zu Hause waren, aber die Eltern nicht. Oder die Eltern zwar zu Hause waren, aber permanent selbst vorm Computer gesessen sind, ihr Homeoffice zu erledigen. Das heißt, anstatt mit vielen Kindern im gleichen Alter und wechselnden erwachsenen Vorbildern den Tag zu verbringen, sitzt du plötzlich den ganzen Tag alleine vor dem Computer. Und wenn du eine solche Situation schon in deiner Vergangenheit erlebt hast, dann wirst du einfach in die zurückversetzt und da wird etwas getriggert und das betrifft dich viel stärker als die Jugendlichen, die in einem behüteten Umfeld aufgewachsen sind. Und das sind mit höherer Wahrscheinlichkeit natürlich auch die jetzt während Covid auch zu Hause ein Umfeld gefunden haben, wo Sicherheit geherrscht hat, wo keine Angst vor dem Job war, wo genug zu essen zu Hause war, wo es genug Computer gab, genug Internetanschlüsse, genug Räume, um sich zurückzuziehen. Das heißt, wir merken schon, das ist ein Thema, wo wir uns über Privilegien auch Gedanken machen müssen, weil eben da vor allem die Jugendlichen mit sozioökonomischer Benachteiligung betroffen sind, die sowieso schon einen schweren Start ins Leben hatten und jetzt eben auch diese Krise stärker spüren. Was genau bedeutet aber gesund sein, Gesundheit und was ist dann eine Krankheit? Das ist ganz interessant, weil in den 1980er Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation sich dafür entschieden, den Begriff Gesundheit einmal zu definieren. Und bis zu diesem Zeitpunkt war Gesundheit als das Gegenteil von Krankheit definiert. Das heißt, ich bin krank und wenn ich das nicht mehr bin, dann bin ich gesund. Das heißt, ich musste immer einen Zusammenhang zu einer Krankheit haben. Ja. Dann wurde aber eingeführt der sogenannte salutogenetische Ansatz. Das heißt, ich bin gesund, wenn ich sagen kann über mich, ich fühle mich wohl, mir geht es gut. Und das kann ich auch völlig unabhängig von einer Krankheit sagen. Das heißt, übersetzt, Gesundheit ist ein eigenes Konstrukt, über das wir uns Gedanken machen können. Und dann gibt es ganz viele Überlegungen seitdem, wie wir eben Gesundheit nicht nur definieren, sondern auch fördern können. Ja, was sind da für Ansätze? Was gibt es da? Wie kann man Gesundheit definieren? Da gibt es zum Beispiel 10 Kernkompetenzen für Gesundheitsförderung. Das wären Selbstwahrnehmung, Empathie, kreatives Denken, kritisches Denken, die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, Problemlösefertigkeit, kommunikative Kompetenz, interpersonale Beziehungsfertigkeiten, Gefühlsbewältigung und die Stressbewältigung. Und was hat das jetzt genau mit kultureller Bildung zu tun? Wenn wir uns diese 10 Kernkompetenzen ansehen, dann kommt uns das irgendwie bekannt vor. Weil wenn wir uns jetzt überlegen, Theater spielen mit Kindern und Jugendlichen, dann sind das ja genau die Dinge, wo wir einerseits sagen können, das können die Kinder und Jugendlichen ausprobieren in einem geschützten Rahmen. Aber gleichzeitig ist das für uns als Personen, die in der kulturellen Bildung tätig sind, auch die Dinge, die wir immer im Hinterkopf haben, wenn wir ein Projekt planen, wenn wir eine Stunde gestalten und so weiter. Wir können also sagen, durch diese Als-Ob-Situationen, die wir im gemeinsamen Theaterspiel vorfinden, können sich die Kinder und Jugendlichen in eben einem geschützten Rahmen auf Situationen im späteren Leben vorbereiten. Und da lernen sie eben für sich selbst, wie sie mit ihren Ideen, aber eben auch mit ihren Gefühlen umgehen und ihre Impulse zu kontrollieren, indem sie sie gezielt nach außen tragen, eben in einer fiktiven Als-Ob-Situation. Aber umgekehrt ist es ja auch so, dass Theater immer als gruppendynamischer Prozess definiert ist. Das heißt, es sind immer mehrere Personen beteiligt und damit lerne ich auch, wie gehe ich mit der anderen Person um. Und die Theaterpädagogik ist da besonders deswegen interessant, weil wir dann am Ende auch in der Regel eine Präsentation haben vor Publikum, wo ich dann nochmal ganz anders lerne, mit Stress umzugehen. Weil jede Person, die schon einmal auf einer Bühne gestanden ist oder vor mehreren Menschen etwas vorgetragen hat, die weiß, egal wie oft man das gemacht hat, dieses Bauchkribbeln, dieses Lampenfieber, das ist immer da. Und
ich lerne dann aber es zu kontrollieren. Hingegen Personen, die sowas nicht gewohnt sind, für die wirkt das wie eine Situation, die unlösbar ist und ganz große Stressgefühle und eben ein Unwohlsein hervorrufen. Und genau da können wir uns dann wirklich bildlich vorstellen, warum da ein Zusammenhang zur Gesundheitsförderung besteht. Okay. Und was genau können wir jetzt tun als Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten? Gibt es da irgendwelche Ideen, die wir oder auch andere Leute, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, jetzt umsetzen könnten? Wenn es um das Thema geht, ist es ganz wichtig, einen geschützten Rahmen zu bieten und den Teilnehmenden dieses Gefühl von Wohlsein, von ich fühle mich wohl zu geben. Weil dann kann Vertrauen entstehen und dann kann ich mich so richtig auf eine Sache einlassen. Und es ist durch zahlreiche Studien belegt, dass wenn ein Kind in einer Sache gut ist und auch das Gefühl bekommt, dass es gut ist, durch gezieltes Feedback und reflektierte Evaluierungen, dann kann das Kind an sich selbst wachsen und setzt sich mit seiner eigenen Selbstwirksamkeit auseinander. Und das ist ein ganz wichtiger Begriff, wenn es darum geht, sich gesund zu fühlen. Wenn ich mir meiner eigenen Fähigkeiten bewusst bin und deswegen auch Ziele realistisch einschätzen kann. Ich versuche es ein bisschen praktischer zu machen. Die Theaterpädagogik bietet sich auch hier wieder gut als Beispiel an. Warum? Weil wir proben eine Szene, noch im geschützten Proberahmen, und spielen die einem anderen Teil der Gruppe vor oder zumindest der Gruppenleitung. Und danach ist es essentieller Bestandteil, dass wir darüber sprechen. Was hat das mit mir gemacht? Was hat mich berührt? Was hat mir besonders gut gefallen? Und dann lernen diejenigen, die etwas präsentiert haben, ihre Fähigkeiten selbst besser einzuschätzen. Und das können sie dann transferieren, natürlich nicht bewusst. Also sie denken sich jetzt nicht, hey, ich habe das im Theaterspielen gelernt, sondern wenn sie in einer Situation sind, in einer großen Herausforderung oder im schlimmsten Fall in einer lebensentscheidenden Krise, dann können sie realistisch ihre Ziele setzen und entscheiden, wie sie ihre Ressourcen jetzt einsetzen, weil sie sich bewusst sind, welche Ressourcen sie haben. Das heißt, sie stecken einerseits die Ziele nicht zu hoch und sind dann komplett frustriert durch das Scheitern, weil sie auch Scheitern als einen lustvollen Prozess kennenlernen, als etwas, wenn was schief geht, ja, Probe, wir stehen wieder auf und probieren es noch einmal auf eine andere Art und Weise. Aber umgekehrt, sie geben auch nicht auf, ohne es jemals probiert zu haben, weil sie sagen, okay, ich weiß ja, ich kann Situationen schaffen. Das ist ja jetzt ein Thema, das nicht nur in Österreich relevant ist, sondern eigentlich weltweit. Gibt es da irgendwie eine globale Strategie oder eine Idee, eine Methode, wie man das global angehen könnte? Also es gibt von den Vereinten Nationen die sogenannten Sustainable Development Goals und da ist bereits auf Platz 3 die Förderung von Gesundheit. Und das bedeutet, Sustainable Development Goals, alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben sich verpflichtet, diese Ziele bis 2030 erreichen zu wollen und dazu hinzuarbeiten. Das heißt, es ist von den Ländern der Europäischen Union zum Beispiel ein Ziel, dass Gesundheitsförderung aktiv passiert, nämlich sich genau an diese Zielsetzung der Weltgesundheitsorganisation zu halten, nicht zu sagen, Gesundheit interessiert uns nur dann, wenn Krankheit da ist, so wie wir es jetzt ganz offensichtlich sehen während der Pandemie, sondern auch zu sagen, wir beschäftigen uns permanent damit, wie können wir Rahmenbedingungen, zum Beispiel in der Schule, aber auch beim Arbeitsplatz oder im gesellschaftlichen Zusammenleben so gestalten, dass Gesundheitsförderung möglich ist, damit wir keine Aktionen setzen, die gesundheitsschädlich wirken, aber eben auch umgekehrt, wir machen uns bewusst, wie können wir Gesundheit aktiv fördern. Und wenn jetzt ein Jugendlicher oder eine Jugendliche zu dir kommen würde und sagen würde, er oder sie möchte ein gesünderes Leben führen, was würdest du der Person dann raten? Ja, natürlich, logisch denkt man nicht zuerst ans Theaterspielen, sondern denkt bei gesünderem Leben, ich ernähre mich bewusster, ich mache Sport und so weiter. Aber eben das Thema mentale Gesundheit, das wird immer wichtiger, je vernetzter unsere Welt wird und je komplexer unsere Welt wird. Und dann kann ich sehr wohl sagen, wenn du dich mit kultureller Bildung beschäftigst, wenn du zum Beispiel an einem Theaterkurs teilnimmst, dann entwickelst du die sogenannte Resilienz. Und Resilienz bedeutet, dass ich, wenn ich auf Schwierigkeiten, auf Herausforderungen, auf Krisen treffe, dass ich damit umzugehen weiß. Und Resilienz zu bilden, dafür ist es nie zu spät. Und auch da gibt es einige Erhebungen, die herausgefunden haben, dass auch die Kinder, die in frühester Kindheit
große Schwierigkeiten hatten. Ja? Und da reden wir wirklich vom Verlust von Eltern oder Naturkatastrophen bei der eigenen Wohnung und so weiter. Die können später ein genauso gesundes Leben führen wie andere Personen, wenn sie gezielt an ihrer Resilienz arbeiten. Und da sind wir dann eben wieder beim Theaterspielen oder beim Spielen ganz allgemein. Weil wenn ich in einem geschützten Rahmen herausfinde, wie mir Dinge gelingen können, dann kann ich das eben auch transferieren. Das heißt, Resilienzförderung, was bedeutet, ich kann meine eigenen Ressourcen einschätzen, aber ich weiß auch, wie mit Fehlern umzugehen ist. Das ist wirklich der Schlüssel für ein gesundes Leben, für auch ein zukunftsfähiges Leben. Okay, danke für das spannende Interview. Sehr gerne. Ciao.